Hallo zusammen. Heute möchte ich noch ein letztes Video ähm, über das Spiel Gothic 2 nach des Raben machen, weil für mich ist Gothic eigentlich ausgelutscht. Ich habe so das Empfinden, es wird immer ständig noch aufgewärmt, aufgewärmt, aufgewärmt. Natürlich hat es eine Berechtigung, auf dem Gaming-Markt zu sein, weil die Gothic-Reihe ist nochmal, das ist Kult, sage ich so wie es ist. Also, das kann man nicht absprechen. Ich möchte auch bald sagen, zu der Zeit, als Gothic 1 rauskam, 2001, ja, was gab es bis dahin vorher an Rollenspielen, sag ich mal, die viele Gamer wirklich gefesselt hat und einen nächsten Teil gar nicht abwarten konnten. Und so lange hat es auch gar nicht gedauert, ne, mit Gothic 2 dann. Wann habe ich Gothic 1 gespielt? Das war nicht gut. 2001, das müsste 2002 gewesen sein. Oder Anfang 2003. Ja, ich glaube, Anfang 2003 habe ich, glaube ich, Gothic 1 gespielt. Ich war voll begeistert. Ich sag mal, da fing es auch an bei mir, PC, Tastatur, Maus zu spielen. Ich habe das damals auf dem PC gespielt, nicht auf Konsole. Gab es damals überhaupt Konsole dafür? War das für Konsole gebaut? Ich weiß nicht. Also ich habe es auf PC gespielt, 2003. Ja, das war Anfang 2003, glaube ich, ja. Und der Rechner ging auch, weil die Anforderungen waren ja gar nicht so hoch, was CPU, Grafikkarte oder RAM betrifft. Das war ja alles im sehr gesunden Bereich, ist es ja heute noch. Also man braucht kein Hightech-PC wie bei vielen modernen Spielen, ne, heutzutage. Also. Und da war ich begeistert. Also vorher hatte ich so ein anderes, wie hieß das noch hier, mit dieses Rumschippern da von Stadt zu Stadt, Danzig, oder wie hieß es noch, verkaufen, kaufen, Handel betreiben. Weiß ich jetzt nicht. Alles merkt man sich im Leben nun auch nicht mehr. Ja, da war ich auch durch, Schläfer besiegt, gut und schön. Ich glaube, für viele war ja auch diese Tastaturbedienung, ja, das war halt so. Ich glaube, die Spielebauer im Allgemeinen die mussten sich auch erst finden, wie man die Tastaturbelegung macht, die gesamte Steuerung. Und ich glaube, es gibt heute sogar noch Spiele, die kannst du alle in der Tonne stoppen, wegen dieser bescheuerten Tastaturbedienungen. Ne? Solche Spielebauer gibt es auch im Jahr 2025, jetzt 2026, aber es hat ja gerade angefangen. Also, aber ich glaube, da gibt es noch genügend Spiele, die du eigentlich in der Tonne treten kannst, gegenüber dieses Spiel. Die Gothic-Reihe 1 und 2 und die Nacht des Raben. Ne? Über Gothic 3 will ich hier gar nicht irgendwie reden. Den Schrott, den sie damals rausgebracht hatten, das kenne ich auch als Release. Wir haben das alle gekauft und, weil der Markt war ja nicht zugepflastert mit Rollenspielen. Ne? Und alle wollten ja Gothic 3 haben und ich könnte das Ding aus dem Fenster schmeißen, samt Rechner, was Jowood sich da angemaßt hat und Schemem gegenüber. Aber das wisst ihr alle selbst. Ne? Und dann nur auf Patch warten, Patch. Das war so eine elendige Verarschung von Publishern. Das war die größte Publisher-Arschung, die ich eigentlich so mitgemacht habe. Und viele von euch schätze ich auch mal. Ne? Wir waren die gute Qualität eigentlich gewohnt. Gothic 1, Gothic 2, die Nacht des Raben und dann kommt Gothic 3. Ja, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat, ne? Aber alles kaputt gemacht. Nichts besser irgendwo, ne? Wie eine Bombe dazu macht. Ja, dann habe ich natürlich auch Gothic 2 gespielt und kurz danach kam schon das Add-on raus, sag ich jetzt mal, die Nacht des Raben. Deswegen, ich habe das so angefangen erstmal, dass ich alle drei eigentlich ziemlich flüssig spielen konnte. Und ich war begeistert. Also Nacht des Raben habe ich öfters gespielt, ne? Obwohl ich auch einfach Gothic 2 das eigentliche Spiel auch einmal durchgespielt hatte. Also das kannte man. Ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung. Ne? Dann spielt man die Nacht des Raben ganz anders, nimmt das ganz anders wahr. Ne? Und man bewegt sich, glaube ich, ganz anders in der Welt, als wenn man gleich Gothic 2, die Nacht des Raben, heutzutage spielt.
Ja, dann einige Mods habe ich dann auch mal geguckt. Einige Mods waren ja auch näher 2000, ja, so Mitte nähere Rom waren schon gut auf dem Markt. Auch Valhalla hatte ich gespielt. Das war die größte Mod, glaube ich, die ich gespielt hatte. Ja, zwischendurch mal so eine kleine einfach nur, aber eigentlich war ich ausgelutscht mit Gothic. Also, das heißt nicht, dass für mich ein Spiel schlecht ist, bloß ich habe diesen Hiebe nicht mehr, weil ich kenne das alles in- und auswendig. Und in- und auswendig, ja, kennt man ein Spiel, wenn man es echt ein paar Mal gespielt hat. Und bloß weil ich irgendwo mal, was weiß ich, dann Kronstockel vergessen habe, heißt nicht, dass ich das Spiel nicht kenne. Ne? Das wollen wir mal gleich festhalten. Also jeden vor zum Spiel, ne? Wer das sammelt, der hat eh nichts anderes zu tun, sag ich mal. Ne? In diesem Spiel, der pusht das selbst für sich, glaube ich, immer ins Universum rein, wo andere sagen, ist doch gut, ist doch gut. Mann, übertreib's nicht. Wir kennen das Spiel, das ist super, aber es gibt nicht nur dieses Spiel. Und ich bin auch so ein Typ, ich lasse mal los nach einer gewissen Zeit. Ich habe das jetzt, wann habe ich die Playlist angefangen jetzt? Ist ja noch gar nicht lange jetzt wieder bei mir im Gothic 2 Nacht des Rahmen. Ende 25 November. Weiß ich nicht, müsst ihr jetzt selbst nachgucken, aber ich weiß es ja, dass es nicht lange ist. Und wenn euch es interessiert, guckt einfach, wann erstellt. Das erste Video. Und wie viele Videos sind drin? Seht ihr auch. Ist gekommen. Und ich bin eigentlich durch damit. Das habe ich eigentlich schon vor ein paar Videos gemerkt, dass ich eigentlich durch bin damit. Natürlich hat sich vieles zum Positiven in diesen, ja, wie lange spiele ich das jetzt nicht? Ich sage einfach mal salopp, seit gut 12 Jahren habe ich es nicht mehr angefasst. Weil ich glaube 2013 rum habe ich Valhalla gespielt, glaube ich, ja. Und dann habe ich mich noch mal ein bisschen auch so beschäftigt, mal wieder mit Gothic 2 Nacht des Rahmen. Gothic 3 habe ich nie wieder angefasst. Das habe ich einmal gar nicht durchgespielt, als die ganze Scheiße sowas von, trotz diesen Patches, die nachgeschoben worden sind, es spielte ja nachher auch, naja, relativ, ist eine eigene Einschätzung, was spielt und nicht. Ne? Da reden wir alle mehr kreuz und quer durch den Gemüsewald, sag ich mal. Da gibt es keine Einigung. Der eine empfindet das so, der andere so. Aber ich sage mal, dass man das Spiel ein bisschen flüssig spielen konnte. Die Wüste, die war halb leer, der Dungeon war halb leer. Ich habe die Fresse voll gehabt mit diesem Dreck und ich habe es nie beendet. Das Spiel, glaube ich, Gothic 3. Ich werde es auch nie wieder anfassen. Das habe ich damals mir schon gesagt und bis heute existiert das auch, weil für mich hat sich Gothic 3 so wie dann auch gezogen. Vielleicht ist es heute ja anders, weil ich es ja nicht spiele. Kann ja möglich sein, ne? Dass die Patches vieles rausgerissen haben. Einige Mods, Grafikmods, das und jenes, wie Gothic 2 ja auch ist, rausgerissen haben. Alles möglich. Aber ich bin durch damit. Das ist für mich immer entscheidend. Wann schließe ich ab mit einem Thema? Jetzt wollte ich es einfach nur mal aufwärmen. Ja, okay, 5 Euro hier bei Steam letztens gekauft. Ja, kann man ja, man kennt das Spiel, das ist ja ein gutes Spiel. Nacht des Raben hat mir immer gleich gefallen. Ich wollte es jetzt eigentlich auch nochmal durchspielen. Ich habe ja den Test gemacht hier. Kapitel 1, rein im Minental durch den Glitch, ne? Wie viele das ja auch machen. Alles da weggepflastert, jeden Ork und ich eine Handvoll hat überlebt höchstwahrscheinlich. So wie die im Drachen ist ja ganz klar und Feuergolem und so, aber ich sag mal, gute 90% ist wegradiert da. Nur um zu sehen, was release jetzt? Er respawnt jetzt im Kapitel 2. Ja, dann bin ich Kapitel 2 auch reingekommen, schnell danach. Ab ins Mintal, zu Geralt da, ne, zu diesem obersten Paladin. Und siehe da, es hat nichts respawn, ne? Es war leer, ne? Keine halbe Stunde war ich in Kapitel 3 schon drin. Und ja, worum geht's jetzt? Ich weiß, worum es jetzt geht. Jetzt macht da und da. Jetzt bin ich auch so weit. Mit Vatras alles abgeklärt. Ich bin bei den Wassermagiern drin. Ja, ich kenne den Weg. Und ehrlich, so für Videos machen habe ich da jetzt keine Lust drauf. Weil alle, die Videos machen, wissen, das macht Arbeit.
das Zurechtschneiden, das Aufnehmen, Platz halt auf der Festplatte und. YouTube ist auch gut belegt damit, ne, so wie Jorgensen oder Danny Kicken oder wie er heißt da und der andere da. Die lutschen das Spiel ja auch aus von oben bis unten, bis der letzte Drops, glaube ich, bei Gothic ausgelutscht ist. So lange werden manche Videos darüber machen. Können sie auch, ne? Ist alles in Ordnung. Ich überlege auch mal, vielleicht einfach so ohne Video einfach mal so eine Mod anzufassen, die ich ja gar nicht kenne. Aber um da Videos zu machen, ist nicht mein Ding. Das überlasse ich gerne den anderen, die sich da richtig eingespielt haben mit Gothic. Die wissen, worüber sie reden, diese NPC vorstellen oder die eigentlichen Charaktere, Rüstung vorstellen. Was ist gut? Bogen, Nahkampf, ja, macht, könnt ihr. Ich hätte da gar keinen Elan für, sage ich ehrlich. Also ein Spiel so wie ein Drop zu lutschen, bis ich den Stängel schon angekaut habe, das ist nicht mein Ding, in kein Spiel. Also von daher macht weiter. Ich werde da vielleicht auch ab und zu mal anklicken und reingucken. Kann alles möglich sein, aber ich glaube eher nicht, weil wenn ich mit dem Spiel durch bin und das ja auch kenne, Ich weiß langsam nicht ja, mehr, was ich glauben soll. was sollte mir ein Video da jetzt noch bringen? Eine Mod? Ja gut und schön, die kann ich auch anmachen. Und das Spine lasse ich ja trotz alledem installiert höchstwahrscheinlich. Das ist doch lange bekannt. Und ich schaue eigentlich nie vorher rein. Das war doch klar. Wie ist eine Mod ist und jenes, ja, dann brauche ich ja nicht mehr selbst spielen. Ich glaube, das behindert mich auch. Oder vielleicht auch andere dieses Reingucken und dann, ich weiß nicht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich habe Witcher 3 eine Das war lange doch Zeit klar. gespielt. Es war was Neues für mich. Damit warm zu werden dort auch eine Zeit mit diesem Spiel, wisst ihr auch alle. Ich Die weiß gar beiden nicht, warum er sich so DLCs, aufregt. alles in Einklang zu bringen und das und jenes. Das braucht ja eine Zeit. weiß Das doch habe ich nicht, auch ein warum bisschen er sich so ausgelutscht, aufregt. sage ich mal. Vielleicht ist das gar nicht so gut ein Spiel, dermaßen nur für Videos zu Das war doch zerstückeln. klar. Ich glaube, das macht ein Spiel ja auch gar nicht mehr so interessant, wenn man bei YouTube sieht, ja, nur noch im Nachthemd Mir hatte das rumrennen, ne? Oder nur noch, was weiß ich, da looten und dann durchkommen. Oder ich glaube, das betrifft doch wirklich nur noch Ich eine habe mir das Handvoll schon gedacht. wirklich Hardcore Gothic-Fans, schlimme die sich Sache. das dann wirklich reinziehen wollen, sag ich Wo mal. hast Aber du das denn schon wieder? ich finde das immer, das ist Flattern, ja, das Spiel Flatterei. Neues. Wohl gesagt, Man so darf empfinde halt ich nicht das alles für glauben, mich. was man Ich hört. rede nicht für euch oder für dich oder Ich hab deinen was Nachbarn anderes oder das könnt ihr gleich vergessen, wenn ich ein Video mache. Also das sind meine persönlichen Empfindungen und Einstellungen zu einem Spiel und nicht eure. Ne? Also Das war doch klar. manche mögen, ich sag mal, Spielleichenfledderei. Ist bei Souls-Spielen ja genauso, ne? nicht, dass Diese ich da No-Hit-Runs und No-Parry-Runs und Das ist wirklich nicht ja mein- gut, die haben das Spiel tausende Stunden gespielt und dann muss eine nächste Herausforderung her. Aber ich glaube, das betrifft auch nur eine Community alles, Gar nichts mehr. dass wirklich diese Hardcore-Community ist. Spieler dieses Spiel spielen wollen, nur Wer muss für das die ja sind die besser Spiele wissen? ja gar nichts, weil sie diese Spielvoraussetzungen, diese genau so, wie du Spielmechanik sagst. gar nicht besitzen und gar nicht wissen, wo ist jetzt diese Waffe, die ich da brauche oder Ich hab mir das schon gedacht. No-Hit-Run Level 1 zum Beispiel Souls und ach, das geht doch gar nicht. Wie viel Prozent der Spieler-Community schafft das überhaupt? Und so merke ich, dass es auch viel bei Gothic. Die Gothic-Spiele sind alt, die sind immer noch auf dem Markt, die haben eine Daseinsberechtigung. Aber diese Flatterei, das ist echt nicht mein Ding. Ich habe einfach mal versucht, irgendwas jetzt zu machen, aber nein. Das ist zu viel Rumgepicke für mich dann im Spiel. Ich spiele das So Spiel einiges gerne. gehört. Ich weiche auch im Spiel gerne mal ab vom roten Faden. Das mache ich so in jedem Spiel. Also dieses rote Fadenspiel, wie manche, ne, und wie schnell renne ich da jetzt durch? Ja, mein Gott, wem spielt ihr das Spiel überhaupt? Nein, sagt er. Dann kann man das Spiel ja gar nicht spielen, wenn man nur einen roten Faden und guck mal, 5 Stunden, ich bin durch. In 5 Stunden sind manche gerade mal hier aus der Stadt vielleicht oder in diese Stadt reingekommen. Versteht ihr, was ich meine? Und so spiele ich. Ich verfolge nicht unbedingt aggressiv diesen roten Faden.
Weil dann habe ich vom Spiel nichts. Dann ist ein Spiel mehr jeden Cent, den ich ausgebe, nicht mehr wert. Was kosten manche Spiele? Damals haben sie nicht viel gekostet, aber jetzt auch nicht 5 Euro. 5 Euro ist ein sehr guter, angemessener Preis. Man könnte auch 10 Euro für Gothic 2 Nacht des Raben geben. Aber wie gesagt, vielleicht ist wirklich diese Bedienung schon ein bisschen aus der Zeitrechnung. Ne? Und nur diese wirklichen Gothic-Fans, diese Hardcore-Gothic-Spieler, die Bedienung kennt von Anfang an, das nimmt das Unterbewusstsein ruckzuck wieder auf. Ich spiele ja auch nur mit Tastatur und Maus. Ich habe keinen Controller hier an meinen PC geklemmt, wie viele das machen. Aber wenn das schon die Bedienung zeitversetzt ist, ein bisschen nicht millisekundengerecht ein Befehl annimmt, ja, dann bringt mir das Spiel ja eigentlich auch wieder durcheinander. Viele, glaube ich, können gar nicht mit Tastatur mehr spielen, weil sie es nie gespielt haben. Ich hätte ja mit dem Controller damals auch weiterspielen können, bloß da war ja diese Trennung PS2, ne? Also 2001 war ja noch locker PS1, ne? Möchte ich mal sagen. Und dann PlayStation-Spiele und PC-Spiele, das war ja eine richtige Trennung damals. Und auf dem PC habe ich mit Konsole, ich sag mal 90%, oder konnte man damals über den Controller anschließen, aber das waren doch alles die Fragen vor 25 Jahren, 24 Jahren, sag ich mal. Da kann man das Denken doch heute nicht zurück in die Vergangenheit bringen. Und ja, du kannst doch heute dann mit dem Controller, nein, kannst du nicht so einfach. Ihr könnt das, die ihr nie mit dem PC gespielt habt, also Tastatur und Maus. Ihr nur Controller spielt. Aber wenn ihr mal sagen würde, gut, ich versuche mal Tastatur, was glaubt ihr, wie schnell ihr euren Controller wieder rausholen würdet aus der Schublade? Ich kann mit der Tastatur Maus umgehen. Ich spiele The Witcher 3 oder 1 und 1 habe ich einmal durchgespielt, hat mir ausgereicht, weil 3 ja auch schon lange auf dem Markt war, ne? Nur mit Tastatur und Maus gespielt. Ich brauche diese Kack-Controller nicht, um sagen zu können, ich kann das Spiel spielen, weil The Witcher 3 spielt sich wunderbar mit Tastatur und Maus. Da gibt es gar nichts zu meckern irgendwo. Und das vermisse ich bei vielen Spielen, dass die Spielebauer, ich glaube, denen geht es am Arsch vorbei und Spielern eine Tastaturbelegung hinzulegen, die zu 50% Standard in jedem Spiel heutzutage ist. Manche gucken daran rum, da denke ich, sag mal, habt ihr irgendwas, ich weiß nicht, wie es euch privat geht im Leben, wenn ihr nicht am Programmiertisch sitzt. Und das kapiere ich immer nicht. Sollen wir uns die Pfoten brechen oder habt ihr einen Vertrag mit Controllerbauern, dass ihr uns das Leben mit Absicht schwer macht, um eure Tastatur zu spielen? Und das finde ich zum Kotzen, das sage ich so, wie es ist. Diese permanente Arroganz von Spielebauern, die glauben, das Rad neu erfunden zu haben. Ein Scheiß habt ihr erfunden. Das Rad wurde damals Anfang 2000er erfunden. Ihr hättet das bloß wenigstens Minimum beibehalten brauchen und Step by Step verbessern. Aber nein, das passt ja nicht in der Gierzeit heutzutage, ne? Dieses Abtrennen. Der eine Publisher kann ja nicht so bauen wie ein anderer. Meine Fresse, wo kommen wir denn da hin? Und das solltet ihr euch mal langsam annehmen. Im Zeitalter 2026 und der Zeitalter geht ja weiter, wir gehen ja nicht zurück. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ihr geht zurück in die Vergangenheit. Und solange ihr euer Denken nicht ändert, eure Logik einsetzt, falls sie vorhanden ist, sage ich immer. Denn man kann ja nicht erwarten, man muss erst mal wissen, ob Logik überhaupt besteht bei euch. Da war das nichts. Und deswegen zum Schluss noch Gothic Remake. Ich habe ein komisches Bauchgefühl, sage ich euch. Ich habe die Demo gespielt. Ich habe auch gesagt, was ist, was nicht ist, wo ich meine Zweifel haben werde. Ich habe ein Bauchgefühl, was nicht positiv ist. Was dieses Remake. Alle oder die meisten auf YouTube, die reden das Spiel schön, das ist noch gar nicht auf dem Markt und das mag ich von Haus aus nicht. Leute, nur wenn ihr ein Video machen wollt auf YouTube und ihr eine Reichweite habt, eine gewisse, könnt ihr ein Spiel nicht schön reden.
was noch gar nicht auf dem Markt ist. Zweitens, schönreden nach Aussagen, sage ich mal, der, ich sage mal, Spielebauer, ne? Und, naja, es ist geheim und es wurde geheim gehalten. Woher wisst ihr denn das alle? Und darauf bildet ihr euch eine Meinung. Also, wer ein Video einstellt bei YouTube, was Gothic Remake betrifft, und das ist Gutes, das ist deine eigene Meinung. Nichts anderes. Ich gehe immer skeptisch an die Sache ran, weil da kann es nur besser werden, mir gegenüber. Aber dieses schöne Verherrlichen einer Sache, die noch gar nicht real ist, die können wir alle noch nicht greifen, nämlich. Ja, wieso redet ihr das meist schon schön? Was soll dieser Scheiß? Und das mag ich nicht. Bei keinem YouTuber, bei keinem. Es ist auch in anderen Bereichen so, oder in anderen Spielen, oder 2026, was alles für Spiele auf den Markt kommen. Ja, ich könnte auch ein Video machen. Ich gucke mir das Zeug da an, diese Sendung da, ne? Diese Spiel kommt diese Messe da und diese Spielvorstellung. Ist ja geil, sind alle geil. Ich möchte nicht die Kommentare lesen, die hier reinschreiben würdet. Oder was hast du denn für ein Spielgefühl? Sag mal, was spielst du denn? Alles? Es kann nie alles gut sein. Und bloß um eine Fangemeinschaft am Laufenden zu halten auf meinem Kanal, meine ich etwas gut, was sogar nicht da ist auf dem Markt. Und das Remake. Ich hatte damit 2025 Mitte oder schon gesagt, auch, ich glaube, geantwortet, ja, wie lange bei Steam schon steht bald verfügbar, ne? Glaube ich, dass es gar nicht mehr auf den Markt kommt. Solange habe ich das Gefühl, steht da bald verfügbar. Ja, natürlich sagen da manche, ja, ist ja besser, wenn es ein bisschen länger dauert, das und jenes. Ja, ist richtig. Das meinte ich damit doch gar nicht. Ich meinte damit manche Leute, die das so verherrlichen, diese Grütze, die noch gar nicht da ist. Ihr könnt ja auch nicht, der Koch stellt ein potenziell neues Gericht vor, die sagt schon, das schmeckt. Das hat er noch gar nicht gekocht. So, das will ich euch damit ausdrücken. Ich beurteile das, wenn es auf dem Markt ist. Wenn ich es in der Hand habe. Na, ich habe es ja nicht in der Hand, hat ja nur Steam, läuft ja alles nur noch über Steam da, ne? Und das war ja auch bei auf Ash and Steel die Demo. Habe ich auch gespielt und ich habe im Videos auch gesagt, also ob ich diesen Wortlaut jetzt benutzt habe, aber für mich das ist Müll. Schrott, wenn es so auf den Markt kommt, werde ich es nie kaufen. Also ich drücke das dann aus, weil ich jetzt ja spiele. Dann kann ich mir erst eine Meinung bilden, aber nicht vorher schon. Ne? Also Leute, das ist Quatsch. Man kann sich auch ein bisschen in den Videos zurückhalten. Ne? Die Bewertung kriegt ihr dann schon, wenn das Spiel auf dem Markt ist. Und dann könnt ihr es bewerten richtig. Weil dann bewerten es andere auch. Und da wird es immer ein Pro und Contra geben. Das bleibt gar nicht aus irgendwo. Ne? Ein GTA-Spieler, der weiß gar nicht, was Gothic ist. Also man muss sie nicht immer hervorheben mit seinen eigenen Videos. Die Fangemeinde kommt schon auf deinen Kanal. Der guckt sich deine Videos schon an. Und ob sie sich bei mir meine angucken oder woanders. Echt? Mann, ihr habt doch alle die Freiheit, dahin zu gehen oder da zu gucken, wo ihr wollt. Mache ich doch auch. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht damit mitteilen. Ich werde auch, ich sag mal, 90% kein Video machen für Gothic 2 Nacht des Rahmen. Wie heißt diese neue Welt da? Yakandar oder so? Ja, ne? Hat mir damals gefallen, aber vielleicht spiele ich sie und ich mache einfach ein paar Shorts. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ding. Gewisse kleine Szenen, manchmal reicht auch 2, 3 Sätze nur, die so knallen, die in ein Video untergehen, in vielen Videos gar nicht auftauchen. Weil, ich weiß es von mir auch, ein Video für YouTube zu schneiden, ja, das muss kompakt gefüllt sein, mit aussagekräftig, ne? Input muss stimmen, damit die Leute sich auch ein paar Minuten davon Wesen angucken, ne? Und das ist das Schwierige und ja, da neigt man schnell mal dazu, selbst zu übersehen, was für ein Video eigentlich gut ist für ein Video. Das haut man nicht rein, weil das kann man selbst sich entscheiden, wird das Video jetzt gut oder nicht. Immer die Verbraucher entscheiden, was gut ist und was nicht. Wir selbst ja auch wenn wir jetzt Videos hochladen, du und ich, ne?
gucken wir uns ja auch andere Videos an und entscheiden dann, ist es gut oder nicht gut. Ich glaube, man darf gar nicht so viel rumdoktern bei Videos. Rede frei heraus, wie du denkst. Spiele deinen Weg im Spiel, lade das Video hoch, entweder es kommt an oder nicht. Dieses Selbstverzweifeln daran, ja, ich bin nicht gut für Videos machen, das ist Blödsinn, finde ich. Also, wenn du wirklich nicht gut dafür bist, dann würdest du das ja gar nicht machen. Dann hättest du schon längst die Hoffnung aufgegeben, dass du überhaupt was Gutes zustande bringst. Aber natürlich sollte man ein bisschen sehen, dass du da was machst und ein bisschen hören auch, was du sagst oder was die NPCs sagen. Da gibt es einige Videos, das stimmt, die sind sowas von leise. Gut, du könntest eine Ruhestörung in deiner Wohnung veranlassen, damit du wenigstens das Video hörst. Also manche sollten da auch mal ein bisschen gucken, OBS-Einstellungen. Ich habe auch ein halbes Jahr gebraucht, um das ja einigermaßen hinzukriegen, sage ich mal irgendwie. Ich wäre mir da nicht so sicher. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich bin schon wieder irgendwie ein bisschen von abgekommen vom eigentlichen Thema. Kommen wir mal schnell wieder zurück. Wie gesagt, für mich ist Gothic 2, Gothic eigentlich ganze 1, 2, 3 nach des Rahmen ausgelutscht. Das wollte ich eigentlich nur mitteilen, falls ihr bei mir Videos angesehen habt, die Playlist. Es wird, also ich sage einfach mal, es wird nichts kommen. Sollte was reinschlüpfen, ja, gut. Dann habe ich selbst nicht gewusst, jetzt in diesem Moment, dass ich mal wieder ein kleines mache. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass ihr, wenn ihr Gothic-Videos sehen wollt, bei mir nicht drauf kommt oder drauf geht, weil ihr wisst, der hat ja gesagt, da kommen keine Videos mehr. Ich könnte mich jetzt ärgern, wie manche YouTuber das machen würden. Vielleicht würden sie diese Aussage gar nicht treffen, weil der verliere ich ja, Follower, User, da weißt du doch gar nicht, ob sie überhaupt gekommen wäre. So tick ich immer. Ich wandere auch durchs Leben, wie ich möchte. Auf mich gibt es auch keinen Verlass, wenn ich heute mal auf deinem Kanal war, dass ich nächste Woche wieder mal reinschaue. Das ist Quatsch. Deswegen lebe ich auch, glaube ich, gesund. Wer auf meinen Kanal kommt, ja, der ist auf meinem Kanal. Wer geht? Natürlich geht er. Ich gehe doch auch. Davon lasse ich lieber die Finger. So locker seht das mal alle, ne? Dann funktioniert das auch auf YouTube. Ich habe einige Videos mir mal angeguckt, wo manche YouTuber, ja, das kommt mir rüber wie rumheulen. Was macht YouTube? Glauben, was man Oder was wollt ihr denn? Das macht alles Arbeit. Ja, sage ich denn, du musst das ja nicht machen. Ich weiß gar nicht, warum er sich Wenn du mich vollmaulst, sag ich mal, als User, du als Videoersteller, dass ich deine Arbeit nicht respektiere, ja, was willst du denn von mir? Sag mal, dann hör doch auf. Es ist nun mal nicht alles gut. Was produziert wird, ja auch nicht. Du isst doch auch nicht alles, oder? Ist das andere, was du jetzt nicht isst, schlecht in dem Moment? Nein, das ist nicht dein Ding und fertig, Punkt aus. Erst wenn in deinen Kommentaren stehen würde, das ist Müll, wie du das hier machst. Oder sag mal, kannst du das und jenes mal nicht verbessern? Oder dann weißt du eine Richtung. Oder mach einfach ein Fragevideo. Hallo Freunde, was gefällt euch an meinen Videos? Ich will mich verbessern, ich möchte mich gerne für euch verbessern, ich möchte eine Qualität in meinen Videos bringen, dass ihr Spaß habt, dass ihr Freude habt daran, meine Videos anzuschauen. Gebt mir doch einfach mal ein paar Tipps. Dann bekommt ihr viel besseres Feedback. Glaubt ihr das? Aber wenn ihr das nicht wollt, dann wollt ihr, dann jammert weiter, sag ich dann. Und dann ist gut. Und da verliert ihr alle. Also, ne? Nicht jammern, klotzen. Klotzen auch nicht. Habt Spaß an der Freude. Gut. Ich mache weiterhin jetzt erstmal Risen 3, Titanlords. Dann kommt das Remake ja bald raus. Werden wir mal schauen, wann. Ich mache einige Shorts. Ne? Ich mache ja auch Märchenfilme, Shorts momentan. Oder einfach gut. Guckt euch meine Playlists an, die ich habe, wenn ihr wollt. Ansonsten YouTube ist groß, da gibt es so viel zu sehen, man muss ihn nicht ständig bei Ihnen aufhalten. Einer macht nicht alles oder ich mache nichts, was deine Richtung betrifft. Gut, dass du mal reingeschaut hast, aber ich verstehe dich, wenn
Wenn wir uns nicht wieder Dann lass ich lieber die Finger. sehen, kann man ja gar nicht mehr sagen irgendwo, aber bis dahin habt ihr euch Das war doch klar. wohl, macht das Beste draus. Das ist mal wieder Seht zu, dass ihr das Jahr gut über die Bühne kriegt dieses Jahr. Das kann ja nicht ewig sein. Ohne Streit, ohne dieses und jenes Negatives. alles kümmern. Was du nicht magst, kreide keinen anderen an, weil der das mag. Schwachsinn, sag ich dann. Das ist doch kein Geheimnis. Und dann kommen wir alle gut weiter im Leben, ne? Ich weiß langsam So, nicht mehr, wenn ihr was wollt, ich sehen wir uns im anderen Video wieder. Bis dann. Tschüss.